Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie einige von Ihnen erkennen werden, befinde ich mich heute wieder hier auf diesem Platz, an diesem Ort des Grauens, wo mich beim vorletzten Video eine Pferdebremse ins Bein gestochen hat. Ich habe wirklich höchsten Respekt vor diesen Stechlingen. Ich weiß nicht, ob die stechen oder beißen, da müsste ich nochmal nachrecherchieren, denn das tut wirklich verdammt weh und ich habe das tatsächlich dann 3 oder 4 Tage in Form von Juckreiz mit mir genommen. Ja, noch dazu trage ich heute einen relativ süßen Duft, nämlich Skandal von Jean-Paul Gaultier. Ist ja auch so eine Art Hobby von mir, diese Parfum-Geschichte. Ja, also es ist ja nicht unbedingt jetzt förderlich, hier zu stehen. Es juckt mich schon wieder überall und ich befürchte tatsächlich, dass ich wieder gestochen oder gebissen werde. Aber ich habe sowieso nur vor, das Vorwort dieses Videos hier zu drehen und dann haue ich gleich wieder ab und drehe woanders weiter. Nun zum Video. Heute präsentiere ich Ihnen ein Video, welches mit Garantie einen sehr großen Teil der Zuseher von Dog Special anspricht. Woher ich das weiß, nun, das möchte ich Ihnen gerne sagen. Als YouTube-Kanalbetreiber verfügt man ja über das sogenannte YouTube Studio, in welchem man alles sehen kann. In den Analytics kann man sich hierbei ein sehr detailliertes Bild seiner Besucher oder Abonnenten machen. Ist so, ja? Da werden viele überrascht. Das geht wirklich erstaunlich genau und liefert extrem viel Information zu meinen Besuchern. Natürlich flattern auch regelmäßig E-Mails bei mir herein, in welchen sich Zuseher von Dog Special bei mir vorstellen. Klare Sache. Ja, und deswegen weiß ich, dass der Großteil der Konsumenten meines Kanals Leute mit gesunder Lebensanschauung sind. Personen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und das Herz am rechten Fleck haben. Weiche Flügeltier. Ja, ist so. Sehr taffe Menschen, die trotzdem extrem kynophil sind. Ha, kynophil. Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als Hundefreund. Sehen Sie sich also als kynophil an, liebe Dog Special Zuseher. Ja, sehr taffe Menschen, die ausgesprochen kynophil sind, sind keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil. Diese Kombination, die kommt sogar sehr, sehr häufig vor. Gleich mal einen Gruß rausgeschickt an alle Rot-Weißen da draußen. Ja, und natürlich auch an alle anderen MCs, völlig egal, welchen Patch sie auf ihrer Kutte tragen. Ja, in diesem Leben war es mir leider nicht möglich, aber in meinem nächsten werde auch ich ein 1%er. Das ist ganz sicher. Ja, tough und kynophil sollten auch Sie sein, wenn Sie sich für einen dieser Hunde entscheiden, die ich Ihnen heute vorstellen werde, denn auch die sind tough. Also, bis gleich und jetzt schnell weg von hier. Nun, bevor wir zum heutigen Video kommen, auf welches ich mich schon wirklich sehr freue, möchte ich Ihnen noch ganz kurz etwas sagen, liebe Zuseher. In letzter Zeit werde ich überhäuft mit E-Mails, welche Informationen und Links beinhalten, die das Thema Hundeleid weltweit behandeln. Liebe Zuseher, ich weiß darüber leider sehr gut Bescheid und kann Ihnen versichern, dass ich seelisch schwer daran zu kauen habe. Ich möchte Sie auf diesem Weg bitten, damit innezuhalten, da ich das nicht packe. Ich packe das psychisch nicht. Ja. Nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß sehr gut darüber Bescheid. Trotzdem möchte ich genau über dieses Thema kurz hier etwas fallen lassen. Ich habe vor einigen Tagen ein E-Mail bekommen von einer türkischen Tierschützerin, welches eine Flut an Informationen und einige Links beinhaltet hat.
das Thema Problemstraßenhund in der Türkei behandelt. Wir wissen alle, die türkische Regierung hat gesetzlich Maßnahmen ergriffen mit dem Ziel, bis Ende 2026 keine Straßenhunde mehr in der Türkei zu sehen. Ja. Leider sind diese gesetzlichen Maßnahmen für nicht wenige Einwohner der Türkei eine Art Freifahrtschein dafür, ihre perversen Gewaltfantasien an Hunde auszulassen. Es ist so, liebe Zuseher, ich sage Ihnen das. Schauen Sie, ein Tool meines YouTube-Kanals, das Tool Analytics, erlaubt mir nachzusehen, aus welchen Ländern ich wie viele Aufrufe auf meinem Kanal habe. Ich habe pro Video auf meinem Kanal aktuell etwa 100 Aufrufe aus der Türkei, und genau an diese Leute möchte ich mich heute mit einem ganz bestimmten Appell wenden. Liebe Zuseher aus der Türkei, ich habe mit mehreren Ihrer Landsleute regelmäßig zu tun. Nicht nur mit meinen sehr von mir geschätzten Nachbarn, die aus der Türkei stammen, sondern auch mit einigen Verwandten meiner Frau, die ebenfalls aus der Türkei kommen. Ich kenne diese Leute alle als äußerst fleißige, zuvorkommende, respektvolle, tolle Menschen. Was soll ich Ihnen sagen? Und ich komme generell sehr gut mit diesen Menschen aus. Genau denen habe ich davon erzählt, denen habe ich einige Links gezeigt, und die waren ausnahmslos alle fassungslos und geschockt darüber. Keiner davon wusste von diesen Dingen. Ja. Ich sage Ihnen was. Liebe Zuseher aus der Türkei, schauen Sie. Wir wissen alle, was in der Ukraine 2012 los war, vor der Europameisterschaft. Wir wissen, was am Balkan los ist, was am Balkan los war. Und wir wissen, was mit den Hunden in Marokko geschieht, was ihnen noch blühen wird, aufgrund den Vorbereitungen für die WM 2030. Dort werden die Hunde niedergemetzelt auf fürchterlichste Art und Weise, doch ich sage Ihnen was. Die Dinge, die sich teilweise in der Türkei abspielen zum Thema Straßenhunde, sind nicht minder grausam. Und ich werde hier garantiert nicht in Details gehen, da ich das den Zusehern meines Kanals nicht zumuten kann. Ich kann Ihnen nur sagen, das quetscht Ihnen das Herz und raubt Ihnen mehrere Tage lang den Schlaf. Das garantiere ich Ihnen, liebe Zuseher. Schauen Sie, die Türkei ist ein modernes Vorzeigeland mit glorreicher Vergangenheit. Liebe türkische Landsleute, Sie haben das nicht notwendig. Ihnen stehen Mittel zur Verfügung, das Ganze human zu handeln. Oder? Ich glaube schon. Vielleicht wissen Sie nichts davon. Oder Sie wissen davon und sehen weg. Deswegen meine Bitte an Sie. Sehen Sie nicht weg. Verbreiten Sie das Ganze via Mundpropaganda oder sonstigen Dingen. Wir wissen alle, ihr Türken, ihr könnt am Tisch hauen. Das könnt ihr anständig. Hauen Sie am Tisch. Hauen Sie am Tisch, sorgen Sie dafür, dass das Ganze eine andere Richtung einschlägt. Hunderte Millionen Hundehalter beobachten die Vorgänge diesbezüglich in der Türkei. Und ich kann Ihnen garantieren, dass wenn bemerkt wird, dass Sie zum Thema Straßenhunde, welches ein Problem darstellt, aus verschiedenen Gründen, wenn hier eine andere Richtung eingeschlagen wird, eine humanere Richtung eingeschlagen wird, dass Ihnen der Respekt von hunderten Millionen Hundehaltern garantiert ist. Ganz sicher. Deswegen nochmal mein Appell an Sie, auch wenn es vielleicht nur 100 Zuseher pro Video auf meinem Kanal sind. Mundpropaganda. Verbreiten Sie diesen Fakt. Reden Sie mit den Leuten. Veröffentlichen Sie das über Facebook etc. Sie haben das nicht notwendig. Zeigen Sie Größe. Tun Sie was dagegen. Hunderte Millionen Hundehalter würden es Ihnen danken. Ja, so viel dazu. Liebe Grüße in die wahrlich schöne Türkei. Und nun zum heutigen Video. Auf geht's! Ja, ich liebe das Dixieland, glauben Sie mir. Ja. Ob Alabama oder Arkansas,
Mississippi oder Carolina, Tennessee, Texas, Virginia und so weiter. Ich bin ein sehr großer Fan der US-Südstaaten. Beginnend bei der Landschaft, die von Bayous, Pinienwäldern, unzähligen Seen und atemberaubenden Küstenabschnitten geprägt ist, zur Architektur mit ihren historischen Südstaatenvillen hinter alten Eichenalleen, Sie wissen sicher, was ich meine, bis zum allgemeinen Way of Life der typischen US-Südstaatler mit ihrer Familienbande, ihrer Geselligkeit, schmackhaften Küche und der tollen Musik. Deftiger Southern Rock hat es mir hier besonders angetan. Die meisten dieser Menschen sind harte Arbeiter und bekennende Patrioten. Mich beeindruckt das. Ich mag das. Und ich weiß, dass die US-Südstaaten äußerst hundefreundlich sind. Sie können darauf wetten, dass jeder Farmer dort mindestens einen Hund besitzt. Außerdem handelt es sich bei diesen US-Südstaaten Farmerhunden zumeist um dieselben zwei Hundetypen. Entweder sind es Hounds oder sind eben diese Hunde, um welche es heute geht, nämlich Curs. Ja. Was sind das für Hunde, die Curs? Tolle, liebe Zuseher, aber keine einfachen. Ganz spezielle amerikanische Jagdhundetypen sind das, die sich hauptsächlich als Spitzen-Allrounder-Hunde der US-Südstaaten-Farmer durchgesetzt haben. Die konnten und können Schweine und Rinder hüten, auf vielseitigste Art und Weise bei der Jagd glänzen. Die jagen vom Wildschwein über Raubkatzen und Bären, auch Waschbären und Eichhörnchen, also so ziemlich alles. Ja. Und sie sind grimmige und effektive Beschützer und Wächter von Farm und Familie. Curs sind toll. Die Vorfahren dieser Hunde kamen vor Jahrhunderten mit den Einwanderern in die heutige USA und man geht davon aus, dass die Curs auf europäische Jagdhunde und Molosser zurückgehen, die sich mit einheimischen Hunden verpaart haben. Eigentlich existieren oder sind mir 6 verschiedene Cur-Typen bekannt. Allerdings ist keine dieser 6 Hunderassen vom mächtigen FCI anerkannt, aber das wird meiner Meinung nach sowieso überbewertet. Der UKC, also der United Kennel Club, ein großer Verband in der USA, kennt sie allerdings alle an. Und das ist für mich persönlich um einiges mehr wert als eine Anerkennung der FCI. Der riesige US-Verband UKC ist dafür bekannt, die Hunderassen eher nach Leistungskriterien zu bewerten als nach Äußerlichkeiten. Wenn ich so sagen kann, grob erklärt. Ja. Und ist im Übrigen auch dieser Verband, welcher den American People Terrier als Rasse anerkennt, während die anderen Großen das nicht tun. Ja. Curs werden gerne mit Hounds verwechselt. Doch das sind sie nicht. Ja, sie sind zwar sehr Hound ähnlich, weisen eine sehr ähnliche Optik vor und man kann zu einem Cur sagen, oh, guck mal, ein Hound-Typ, ohne weiteres. Aber bei diesen Hunden wird sehr genau darauf geachtet, dass sie in verschiedenen Situationen sehr konträres Verhalten im Vergleich zu echten Hounds zeigen. Unterschiede bei der Jagd zeigen sich zum Beispiel darin, dass Curs zwar so wie Hounds auch diverse Tiere zum Aufbäumen bringen, aber niemals auf der Spur oder unter dem aufbäumenden Wild wie die Hounds läuten. Die Curs geben maximal kurzes, scharfes Gebell ab. Außerdem unterscheidet Hounds und Curs auch deren Antrieb zur Jagd. Ich möchte Ihnen das erklären. Während der typische Hound, der echte Hound, seine Gier bei der Jagd in der Wildspur selbst findet, wird der Cur vom Ziel des Kampfes nach erfolgreicher Jagd angetrieben. Das ist ein großer Unterschied. Was ihn in Verbindung mit seiner Athletik
auch zum erstklassigen Saupacker befähigt. Außerdem, ganz wichtige Sache für mich, wird ein ausgeprägter Wachenschutztrieb bei Coeurs erwünscht, der bei typischen Hounds eher fehlt. Hounds und Coeurs sind also optisch ähnliche Hunde, keine Frage. Im Verhalten unterscheiden sie sich aber sehr. Wie schon zuvor von mir erwähnt, sind mir 6 verschiedene Coeur-Rassen bekannt, bei welchen ebenfalls verschiedene Typen diverser Rassen vorkommen. Aber ich halte es heute nur mit diesen 6 verschiedenen Typen. Ich gehe da nicht so sehr ins Detail. So viel Fachmann zum Thema Coeur bin ich leider nicht, aber vielleicht werde ich das noch irgendwann mal. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt mal diese 6 mir bekannten verschiedenen Coeur-Rassen präsentieren. Eine davon, möchte ich gleich betonen, zählt zu meinen persönlichen Top 10 Hunderassen der ganzen Welt. Den werden Sie in diesem Video natürlich auch noch sehen. So, beginnen wir mit dem Black Mouse Coeur. Ein wunderschöner Jäger, Arbeiter, Kumpel und Beschützer. Die schwarze Maske des Black Mouse Coeur erklärt seinen Namen. Ja. Der kann Schulterhöhen bis über 60 cm erreichen und an der 40 Kilo Marke kratzen, obwohl die meisten Black Mouse Coeurs etwas kleiner und leichter sind. Ja. Einen dieser Hunde, einen Black Mouse Coeur, sah ich mal auf einem Video, in welchem er sich in einer Auseinandersetzung mit gleich 3 Kojoten befand. Ja. Da hat er sich ziemlich tapfer geschlagen. Bekam aber danach Hilfe von seinem Besitzer und das war auch gut so. Ja. Körperlich und geistig schnell und stark, anspruchsvoll in der Haltung. Der nächste wäre der Mountain Coeur. Anatomisch dem Black Mouse Coeur sehr ähnlich, aber meistens etwas leichter. Nicht viel, aber etwas leichter und häufig gestromt vorkommend, während der Black Mouse Coeur zumeist mit gelber Farbe ausgestattet ist. Der Mountain Coeur ist ebenfalls ein Powerpaket mit Wachschutz und Jagdtrieb, ein Arbeiter, ein Farmershund. Der Treeing Tennessee Brindle, darauf spezialisiert, Wild aufzuspüren und zum Aufbäumen zu bringen, was eine Aufgabe ist, welche eigentlich alle Coeurs zu erledigen haben. Doch der Tennessee Treeing Brindle, der ist ein ganz besonderer Spezialist bei dieser Art Jagd. Dieser Hund wird rein auf Ausdauer, Schnelligkeit und Entschlossenheit gezüchtet und ist ein Coeur durch und durch. Er ist etwas kleiner und leichter als der Black Mouse und der Mountain Coeur, aber nicht viel. Ja, die nehmen sich da alle nicht viel. Ja. Auch dieser Hund kann 60 cm Schulterhöhe und knapp 30 Kilo Gewicht erreichen. Der nächste wäre der Blue Lacy. Ja, Viehhüter, Jäger und Beschützer der Familie, wie alle Coeurs. Der Blue Lacy, welcher im ersten Moment sehr an einen Weimaran erinnert, bin mir sicher, das dachten Sie sich jetzt gerade, ist dafür bekannt, sich bei der Jagd auf Wildschweine auszuzeichnen. Ja, jeder dieser Coeurs hat so seine Spezialgebiete. Er wird nicht ganz so groß wie die Coeurs vor ihm, erreicht trotzdem bis zu 55 cm Schulterhöhe und kann bis zu 25 Kilo schwer werden. Als vorletzten möchte ich Ihnen den Leopard Coeur vorstellen, welcher nicht mit dem für mich persönlich tollsten Coeur zu verwechseln ist. Ja. Der folgt übrigens gleich danach. Viele glauben, dass dieser Coeur, der Leopard Coeur, der erste dieser Hundetypen war. Ein fantastischer Jäger und Arbeitshund, der ganz Coeur-typisch auch einen tollen Wach- und Schutzhund darstellen kann. Auch der Leopard Coeur erreicht maximal etwas über 60 cm Schulterhöhe und kann über 30 Kilo schwer werden. Das sind alles mittelgroße, gut bemuskelte Hunde. Und last but not least, jetzt eine meiner Lieblingsrassen, und zwar der herrliche Caterhoola Leopard Dog. Und hier muss ich etwas parteiisch sein, liebe Zuseher, und mehrere Bilder zeigen. Ich kann nicht anders. Ja,
der Leoparde aus Louisiana und gleichzeitig auch der Staatshund von Louisiana ist ein waschechter Coeur. In den frühen 2000ern stand ich mal vor einem wahrlich herrlichen, kapitalen Rüden und ich kann Ihnen versichern, ich war sofort schockverliebt in diesen Hund. Ja. Das sind fantastische Hunde, die für mich absolut keine Wünsche offen lassen. Die besitzen das komplette Arsenal an Dingen, welche ich an Hunden mag, sowohl optisch wie auch charakterlich. Wie die anderen Coeurs auch, ist der Leoparde Jäger, Hüter, Begleiter, Kumpel und Beschützer. Ein Traumhund für mich, da passt alles. Allerdings ist er genau so wie seine Verwandten ein hochanspruchsvoll zu haltender Hund, ganz sicher. Ja. Bei allen Coeurs muss man als Besitzer voll auf Zack sein. Fest im Sattel der Kynologie sitzen, eine gewisse körperliche und geistige Fitness ihrerseits ist bei diesen Hunden Grundvoraussetzung. Da fährt die Eisenbahn drüber. Sonst fahren die mit ihnen in verschiedensten Situationen Hochschaubahn und laufen ihnen dann nicht nur körperlich, sondern garantiert auch charakterlich davon, glauben Sie mir. Ja. Aber wenn man es als Hundehalter drauf hat, das sind Coeurs Spitzen-Allrounder, Top-Hunde. Ja, das sind Arbeitshunde, die gewisse Triebe in ihren Genen mittragen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn sie geeignetes Umfeld bieten können, ein exzellentes Händchen für temperamentvolle vierbeinige Powerpakete besitzen und willig sind, ihren Hund abwechslungsreiche Szenarien zu schaffen, dann muss ein echter Coeur nicht unbedingt auf einer Farm in den US-Südstaaten leben, das Vieh hüten und auf die Jagd gehen, um ein glückliches Leben führen zu können. Ja. Obwohl er das garantiert bevorzugen würde, wenn er sich aussuchen könnte. Ja, ebenfalls klar. Aber Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, war wieder mal ein Loblied, weil das eben nun mal Top-Hunde sind. Das ist so. Aber sie sind nicht für jedermann, ganz und gar nicht. Ich glaube, das konnte man heraushören oder heraussehen in diesem Video und das ist für mich in Stein gemeißelt. Aber für die Richtigen sind es wahrlich Top-Hunde. Jo, dann vielleicht erwäge ich es ja mal, meine Frau und wieder zusammenzupacken und mich als Farmer in Virginia oder sonst wo im Süden der USA niederzulassen, wenn es mir erlaubt wird. Klare Sache. Und dann hole ich mir einen Leoparden zu uns in eine kleine Bande hinein. Ja. Eigentlich eine gute Idee, wenn ich so drüber nachdenke, denn von Europa habe ich ehrlich gesagt sowieso schon langsam oder schön langsam die Schnauze voll. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.